Hallo, mein Name ist Florian. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Dresden und möchte euch auf dem heutigen Rundgang einige Gebäude zeigen, die bei unserem letzten Rundgang nicht so zum Zuge gekommen sind. Hier befinden wir uns am Tillichbau und am Hülsebau. Neben den Fakultäten für Maschinenwesen und Wirtschaftswissenschaften sind hier die Geowissenschaften und die Landschaftsarchitektur zu finden. Jetzt gehen wir zu einem der ersten und ältesten Gebäude auf dem Campus. Und da sind wir schon am Zäunerbau. Lasst uns mal kurz durchgehen. Im Jahr 1905 eröffnet, ist der Zäunerbau das Herzstück der Fakultät Maschinenwesen. Wer bei uns Maschinenbau studiert, kommt an diesem Gebäude nicht vorbei. Ihr werdet sicherlich auch einige Vorlesungen im sogenannten Bombentrichter hören. Dieser Hörsaal verdankt seinen Namen seinen steilen Rängen. Hier rechts neben uns befindet sich der Milieubau mit den Werkstatt- und Versuchsfeldern der Fakultät Maschinenwesen. Der Bayerbau mit seinem 40 Meter hohen Turm im Hintergrund wurde 1913 eingeweiht und ist eines der Wahrzeichen der TU Dresden. Es ist eines der ersten Gebäude in Dresden, bei dem Stahlbeton verwendet wurde. Heute wird der Bau saniert, damit im Anschluss wieder die Fakultät Bauingenieurwesen darin einziehen kann. Hier rechts befindet sich übrigens die Textilmaschinenhalle der Fakultät Maschinenwesen. In ein ganz ähnliches Versuchsfeld werfen wir später noch einen genaueren Blick. Und direkt gegenüber befindet sich das Campusbüro Uni mit Kind. Hier geht es um Studium und Familie. Egal ob Beratung zur Finanzierung, zur Studienorganisation oder zur Kinderbetreuung. Und direkt nebenan ist auch ein Spielplatz. Aber auch das Zentrum für internationale Studien mit den Studiengängen für Bachelor und Master, internationale Beziehungen findet sich in diesem Gebäude. Hier befinden wir uns hinter dem Jantebau. Er gehört zur Fakultät der Verkehrswissenschaften. Wie ihr an den vielen Elektroautos sehen könnt, gehört es zum Institut der Automobiltechnik Dresden. Ob Straßenbahnen, Autos, Züge oder gar Flugzeuge. An der Fakultät für Verkehrswissenschaften könnt ihr in jede Richtung studieren. Wir gehen heute aber zu Fuß weiter. Jetzt befinden wir uns am Kutzbachbau und dem Sachsenbergbau mit ganz verschiedenen Versuchsfeldern. Und hier links seht ihr den Walter-Frenzel-Bau, in dem wir mal einen kurzen Blick hineinwerfen. Jetzt befinden wir uns am Institut für Textilmaschinen und Hochleistungswerkstofftechnik, kurz ITM. Hier wird insbesondere an funktionsintegrierten technischen Textilien für Hightech-Produkte geforscht. Meist unsichtbar im normalen Alltag sind diese Hochleistungstextilien durch ihre vielfältigen Funktionalitäten in vielen Anwendungsbereichen von entscheidender Relevanz. Das reicht von Faserverbundwerkstoffen über textiles Bauen bis hin zu Medizintextilien und Hightech-Funktionstextilien. Am Zentrum für taktiles Internet der TU Dresden werden derzeit neue Anwendungen für Zukunftsfelder wie Industrie 4.0 oder künstliche Intelligenz entwickelt. Auf dieser Strickmaschine hinter mir beispielsweise wurden mit Sensoren integrierte Handschuhe gefertigt. Natürlich wird hier am ITM auch viel rund um Carbonbeton geforscht, eine neue, ressourcenschonende Form des Bauens. Das sind zum Beispiel Bewährungsgitter für Carbonbeton. Solche Versuchshallen wie hier findet ihr auf dem gesamten Campus. Wenn ihr bei uns studiert, werdet ihr hier viele verschiedene Praktika durchführen und damit nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in eurem Studium aktiv sein. So, und jetzt schauen wir uns den Rest vom Campus an. Hier links seht ihr den Berndbau mit dem Institut für Werkstoffwissenschaften. Und was könnt ihr dort studieren? Klar, Werkstoffwissenschaft. Und zwar auf Bachelor und Master oder Diplom. Checkt dazu gerne auf unserem Studieninformationssystem die vielen verschiedenen Studiengänge unserer Universität aus.
Der Bau gegenüber heißt übrigens Merkel-Bau. Diesen Namen verdankt er nicht unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel, sondern dem Professor für Maschinenlehre Leopold Karl Friedrich Merkel. Damit ihr auch sehen könnt, was sich hinter dem Gebäude befindet, gehen wir jetzt ein erstes Mal in die Luft. Das langgezogene weiße Gebäude ist das Institutsgebäude auf der Georg-Schumann-Straße 7a. Darin befinden sich zum Beispiel das Wasserbaulabor und das Straßenbaulabor. Direkt daneben seht ihr den Barkhausenbau, den ihr ja bereits aus unserem ersten Video kennt. Willkommen zurück am Boden. Unser nächstes Ziel ist das Zentrum für Energietechnik. Oh, Sophie ruft gerade an. Ihr kennt sie ja bereits aus unserem ersten Campus-Rundgang. Hey Sophie, was gibt's denn? Ich bin gerade mitten im Dreh für unser neues Video. Hi, ich bin gerade am Zint. Wo wollen wir uns später eigentlich noch treffen? Wie wär's mit dem Gerberbau? Und sag mal, wenn du gerade am Zint bist, kannst du da nicht noch uns ein bisschen was zeigen? Na klar, mache ich gerne. Bis später. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, ich bin gerade am ZINT, am Zentrum für integrierte Naturstofftechnik und zeige euch jetzt mal hier ein paar Sachen. Kommt mit! Jetzt befinden wir uns gerade in einem der vielen Labore der Professur für Lebensmitteltechnik. Hier setzt man sich vor allem mit der Verarbeitung von biologischen Rohstoffen auseinander. In Produktionsprozessen fallen Nebenprodukte an, so zum Beispiel Fruchtsaftreste von Johannisbeeren, die sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer Sicht genutzt werden sollten. Das ist eine Art Zero-Waste-Strategie, an der hier geforscht wird. Und hier am ZINT sitzen auch noch ganz viele andere Professuren. Hier sitzen die Professuren für Bioverfahrenstechnik, Holz- und Faserwerkstofftechnik mit Papiertechnik, Verarbeitungsmaschinen- und Verarbeitungstechnik sowie die Professur für Technologie produktiver Biofilme, chemischer Verfahrens- und Anlagentechnik. Aber hier gibt es auch noch ganz viel anderes zu entdecken. Und wie man an den Traktoren erkennen kann, sitzt auch hier die Professur für Agrarsystemtechnik. Da die weltweite Bevölkerungszahl stetig ansteigt, steigt auch der Bedarf nach nachhaltig angebauten Lebensmitteln und nachhaltigen Energien. Das ist demzufolge ein sehr wichtiger Forschungsbereich für unsere gemeinsame Zukunft. Jetzt sind wir im Technikum angekommen. Das hier ist eine Maschine, genannt Extruder, wo Erdnussflips hergestellt werden können. Und in diesen Schränken werden Schokoladen- und Nougatproben gelagert. Hier werden die Schokoladenproben mit Biege- und Brechverfahren auf Stabilität getestet. Das machen die Studierenden im Praktikumslabor mit Zug- und Druckmaschinen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in das ZINT und weiter geht's für uns mit Florian auf dem Hauptcampus. Zurück auf dem Hauptcampus sind wir mittlerweile am Zentrum für Energietechnik angekommen. Es wurde 2010 als wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät Maschinenwesen gegründet. Mittlerweile haben viele verschiedene Professuren Großversuchsanlagen hier, so zum Beispiel das Lehr- und Versuchskraftwerk, Anlagen der Energieverfahrens- und Brennstofftechnik, rationelle Energieanwendungen, die regenerativen Energien und zu guter Letzt das Turbomaschinenfeld. In letzteres werfen wir jetzt einen kleinen Blick. Jetzt befinden wir uns im Versuchsfeld für Turbomaschinen und Flugantriebe. Hier geht es um Antriebe von Flugzeugen und Gas- und Dampfturbinen, die möglichst energieeffizient und ressourcenschonend sein sollen. Die große Röhre neben mir ist Teil des Gitterwindkanals und kann Luftströmungen bis zu 300 Meter pro Sekunde produzieren. Jetzt befinden wir uns in der Versuchshalle der Professur für Energieverfahrenstechnik. In dieser Halle forschen Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter in Praktika und Studienarbeiten an Prozessen der Energieumwandlung. Hier werden Brennstoffe verbrannt, vermessen und charakterisiert.
Von hier oben hat man wohl einen der schönsten Ausblicke über die Stadt Dresden und über unseren Campus. Hier sind jede Menge regenerative Energiesysteme von der Professur für Gebäude-Energietechnik installiert. Zum Beispiel die Photovoltaikanlagen, die direkt in das Stromnetz einspeisen und sich damit selbst refinanzieren, oder Solarthermieanlagen, die die Energie der Sonne nutzen und bis zu 110 Grad warmes Wasser ins Fernwärmenetz in Dresden einspeisen. So, und während ihr jetzt die Aussicht genießt, flitze ich schnell wieder runter. Sollte bei uns auf dem Campus mal etwas passieren, haben wir direkt gegenüber die Feuerwehr der TU Dresden. Etwa die Hälfte der Kameraden und Kameradinnen sind Studierende. Und direkt nebenan befindet sich der Trimmlichtpfad. Entworfen von Studierenden für Studierende könnt ihr hier eure täglichen Liegestütze und Klimmzüge durchführen. Im Hintergrund seht ihr übrigens die Hochspannungshalle der TU Dresden. Bis zu 2,4 Millionen Volt oder 70.000 Ampere können die Anlagen hier erzeugen. Hier rechts befindet sich übrigens der Fritz-Förster-Bau. Im Moment noch Baustelle, werden hier bald einige zentrale Einrichtungen der TU Dresden einziehen. So zum Beispiel die zentrale Studienberatung, das Immatrikulationsamt oder auch das Service Center Studium. Die Anlaufstelle Nummer 1 für euch Studierende. Direkt daneben befindet sich der Königbau mit dem Institut für Chemie und Lebensmittelchemie. Das wohl bekannteste an ihm ist die historische Farbstoffsammlung. Einige Proben stammen aus dem Jahr 1830, andere wurden bereits 1851 auf der damaligen Weltausstellung präsentiert. Auf der anderen Seite seht ihr den Gerberbau mit der Philosophischen Fakultät. Und Sophie sollte oben auf der Brücke eigentlich schon auf uns warten. So, für heute war es das erstmal. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Da geht es genau hier weiter. Ciao.